Schweden ist echt wahnsinnig schön. Also gerade das erste Stück jetzt durch den Bergelante Nationalpark. Das kann schon was. Ich werde jetzt noch eine Stunde oder so gehen oder 2, dann irgendwo einen Zeltplatz suchen. Aber der Blick hier gerade, das ist so schön. Ach, schaut es euch selber an. Ich habe auf ein Paket gewartet hier in Rietzem. Ich bin dann mit dem Schiff rüber, weil ich hier ein Paket hingeschickt habe. Mit Essen drin, einer warmen Isomatte für den eventuell kommenden Winter, lauter so Zeug halt. Und ja, die schwedische Post hat das Paket nicht weitergereicht, sondern hat es in der nächsten Ortschaft seit einer Woche behalten. Problem ist, die nächste Ortschaft ist 150 Kilometer weg. Deswegen war es jetzt super stressig, da irgendwie ans Paket ranzukommen. Keine Ahnung, es geht weiter. Ich laufe jetzt weiter durch Schweden, beziehungsweise gehe so zurück an die Grenze und laufe da auf den Nordkalottläden. Ach ja, und ich bin voll beladen. In dem Paket waren einfach 7 Kilo Essen oder so. Ja, die Nächte werden langsam echt kälter. Ja, ich kann irgendwie seit ein paar Tagen nicht mehr schlafen. Das ist echt anstrengend. Ich fühle mich wie in so manischen Phasen. Ja, in denen meine Gedanken kreisen die ganze Zeit. Ich kann nicht mehr aufhören. Ich fühle mich voller Energie, obwohl ich müde bin. Ich bin komplett überdreht und habe irgendwie 1000 Pläne im Kopf. Ja, es hilft irgendwie nicht dabei, dass ich halt gleichzeitig versuche, eine Fernbeziehung über ein Jahr zu führen, was wirklich schwer ist. Gerade mein Kopf arbeitet die ganze Zeit, ich kann ihn gar nicht mehr abstellen. Und ich versuche jeden Scheiß, aber es hilft irgendwie nicht. Jetzt geht es heute erstmal wieder weiter. Ich weiß, dass in knapp 35 Kilometern eine Hütte kommt. Zu der werde ich es wahrscheinlich noch machen. Ja, ich hoffe, dass das sich wieder ändert, weil es war schon mal anders. Da musste ich nicht ganz so viel nachdenken und es war alles ein bisschen entspannter. Mal schauen. Solange ich keine ernsthafte Psychose entwickle, ist das, denke ich, alles noch im Rahmen.
Jetzt kommt eine Stelle, die zweifelsohne interessant werden könnte. Boot, zweites Boot. Das heißt, ich muss rüber paddeln, mit beiden Booten zurückkommen und dann wieder mit einem rüber. Ich habe die witzigsten Geschichten über das ganze Manöver gehört, deswegen schauen wir mal, wie das bei mir klappt. Wir haben heute den 26. August und es schneit. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das schaut wahrscheinlich mehr nach Regen aus. Aber es schneit tatsächlich. Ich bin knapp auf 1000 Metern. Ich liebe dieses Leben, ohne Scheiß, ich liebe es einfach. Es gibt kein schöneres und intensiveres Leben, als wenn man unterwegs ist, einfach läuft. Der Tag war so unfassbar schön. Ich liebe es einfach wahnsinnig, wirklich wahr. Man muss dieses Leben einfach leben. Scheiße, ich habe mich versprochen, man muss dieses Leben einfach lieben. Ohne Scheiß. Ich könnte nicht glücklicher sein, echt nicht. Es ist unfassbar schön. Ihr seht es ja alles nicht hier. Ich meine, man kann es auch nicht festhalten. Da hinten hat man die ganzen weißen Gipfel. Es ist einfach schön, es ist alles schön. Alles ist schön. So schön. Wahnsinn. Es ist so schön. Es ist halt echt super schön zu sehen, wie sich jetzt im Herbst das Rot mit dem Grün überall abwechselt. Es ist halt die ganze Natur schaut hier so aus. Es ist unglaublich farbenreich. Schau euch das mal an. Die Farbe ist so intensiv. Also man kann sagen, was man will, aber der norwegische Herbst ist schon eine Sache für sich. Ich hoffe, das geht noch ein bisschen länger so. Ich habe keine Lust auf zu viel Schnee. Aber ja, ich werde eh nicht viel daran ändern können, deswegen nehme ich, wie es kommt. Und freue mich, solange ich kann, an diesen wunderschönen Farben. Und den Pilzen. Überall sind Pilze. Ich bin im Licht. Überall sind Pilze und überall sind Blaubeeren. Hier zum Beispiel. Scheiße, ich genieße es gerade so sehr. Ich kann, glaube ich, den ganzen Tag nur drüber labern, wie schön es hier ist. Grenzstein. Schweden, Norwegen. Ich glaube, das sind sogar wirklich die letzten Meter in Schweden jetzt gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht komme ich noch mal kurz nach Schweden. Aber ich glaube fast, das war's mit Schweden. Ja, jetzt kommt noch Finnland. Ganz kurz.
aber ansonsten nur noch Norwegen. Der Weg da runter habe ich jetzt 3-mal auf die Fresse gehauen oder so, weil alles so rutschig ist und die Spitze von meinem Trekking Pole ist abgebrochen. Das macht das Ganze nicht leichter gerade. Das sind jetzt fast 10 Monate. Ne, 9 Monate sind es jetzt genau her, ziemlich genau. Als ich in Spanien gestartet bin. Schon krass. Naja, weiter geht's. So, es wird langsam mal Zeit, meinen Plan zu erläutern. Ich werde am 20. September werde ich in Kautokeino auf 2 Freunde treffen, mit denen ich den Rest bis zum Nordkap zusammenlaufen werde. Heute haben wir den letzten Augusttag, dementsprechend habe ich da noch eine ganz schöne Ecke Zeit, um nach Kautokeino zu kommen. Brauche aber effektiv wahrscheinlich nur 10 bis 11 Tage, um dahin zu kommen. Das heißt, ich habe Zeit, die ich von morgen an gerne anders investieren würde. Und zwar gibt es in Inset unten, wo ich gerade hinlaufe, eine Husky Farm. Die Husky Farm von Björn Klauer. Der Plan wäre, dass ich da vielleicht für eine Woche bleibe, mit anpacke, wo ich anpacken kann. Das wäre super entspannt. Ich habe den mal hingeschrieben, er hat gemeint, komm erst mal her, dann schauen wir. Und genau das mache ich gerade. Ich laufe da jetzt hin. Und ja, im Idealfall kann ich da jetzt eine Woche lang auf einer Husky Farm arbeiten, was echt cool wäre. Und ich weiß nicht. Es ist nicht so, als würde meine Energie ausgehen, aber ich glaube, dass es mir sehr, sehr gut tun würde, wenn ich da jetzt einfach eine Woche nochmal abschalten kann, bisschen was anderes sehe, bisschen was anderes machen kann und zudem super viel lernen über das Leben im Norden, was mich sehr, sehr interessiert. Ja, mal schauen, wie das Ganze hinhaut. Also mit ein bisschen Glück bekommt ihr ganz viel Videomaterial von meiner Arbeit auf einer Husky Farm. Ja, ansonsten mache ich ein bisschen langsamer. Ich muss dann nur schauen, wie ich es im Essen mache. Und dann, 20. September, Kautokeino. Ab da ist die Tour im Prinzip zu Ende. Ich meine, mit Downey und Corby kann nicht mehr viel schief gehen. Das wird einfach nur noch schön. Na gut, ihr dürft jetzt nochmal hier ein bisschen die Landschaft anschauen und ich laufe dann weiter.